Lektion 1: Produktfeedback. Haben Sie darüber nachgedacht, Umfragen zu unserem neuen Produkt durchzuführen? Ja, es könnte uns wertvolle Erkenntnisse vom Kunden liefern. Umfragen können uns helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Das Feedback ist entscheidend für die Verbesserung unseres Produkts. Wir könnten Anreize für die Teilnahme bieten. Das ist eine tolle Idee. Dadurch werden die Rücklaufquoten erhöht. Darüber hinaus können wir die Daten analysieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja, es wird auch unsere Marketingstrategie leiten. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Lektion 2: Bleiben Sie motiviert. Manchmal fühle ich mich so unmotiviert. Wie bleiben Sie auf Ihre Ziele fokussiert? Ich erinnere mich daran, warum ich angefangen habe. Es hilft mir, weiterzumachen. Das ist eine gute Idee. Haben Sie spezielle Techniken? Ja, ich schreibe meine Ziele auf und lese sie jeden Tag. Interessant. Ich könnte das versuchen. Was machst du sonst noch? Ich feiere auch kleine Erfolge. Es hält mich positiv. Kleine Erfolge zu feiern klingt schön. Wie feiert man? Ich gönne mir etwas Besonderes, zum Beispiel ein gutes Essen. Das hört sich köstlich an. Essen ist ein toller Motivator. Lektion 3: Eisepläne. Nun wollen wir uns dieses Konzert nicht entgehen lassen. Ich werde es sofort buchen. Wir werden eine Menge Spaß haben. Um wie viel Uhr geht es los? Es beginnt um 19 Uhr. Wir sollten früh aufbrechen, um einen Parkplatz zu finden. Guter Plan. Wissen Sie, wie viel die Tickets kosten? Ich glaube, sie kosten jeweils etwa $20. Das ist vernünftig. Ich kann es kaum erwarten, die Bandlive zu sehen. Ich hoffe, es wird so ein lustiger Abend. Ja, sorgen wir dafür, dass wir gute Plätze bekommen. Lektion 4: Strandstadt. Ich habe gehört, dass es eine schöne Stadt gibt, in der wir am Strand entspannen können. Das klingt perfekt. Haben Sie eine bestimmte Stadt im Sinn? Ich dachte an Santa Cruz. Es ist wunderschön dort. Ich wollte schon immer Santa Cruz besuchen. Was können wir tun? Wir können die Promenade erkunden und ein Eis genießen. Ich liebe Eis. Irgendwelche anderen Aktivitäten. Wir können auch eine Wanderung im nahegelegenen Ritwoodwald unternehmen. Das klingt erstaunlich. Die Natur ist so entspannend. Definitiv. Es wird ein toller Kurzurlaub. Lektion 5: Familienunterstützung. Ich möchte meine Familie mit meinen Entscheidungen nicht enttäuschen. Es ist wichtig, Ihre Zweifel mitzuteilen. Sie werden dich unterstützen. Sie haben recht. Ich sollte meine Gefühle mehr mitteilen. Da offene Kommunikation kann Ihre Beziehungen stärken. Wie sprechen Sie mit Ihrer Familie über schwierige Themen? Ich wähle einen ruhigen Moment und spreche ehrlich. Das macht Sinn. Ich muss üben, offen zu sein.
Es wird Ihnen helfen, sich leichter und verstandener zu fühlen. Ich schätze Ihren Rat. Ich werde es versuchen. Lektion 6: Teamarbeit in der Natur. Ich beobachte die Vögel, wie sie zusammenarbeiten, um Nahrung in ihre Nester zu bringen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie zusammenarbeiten. Ja, sie haben wirklich einen starken Teamgeist. Kommt das in der Natur oft vor? Absolut. Tiere arbeiten zusammen, um zu überleben. Es ist auch eine großartige Lektion für uns, nicht wahr? Definitiv. Teamarbeit macht Aufgaben einfacher und macht mehr Spaß. Das stimmt. Wir können so viel von der Natur lernen. Ich liebe es, diese kleinen Momente zu beobachten. Sie sind inspirierend. Lektion 7: Wochenendausflug. Die Fahrt dauert etwa 3 Stunden, es ist also nicht allzu weit. Perfekt für einen Wochenendausflug. Das klingt wunderbar. Wohin gedenkst du zu gehen? Ich dachte darüber nach, in die Berge zu gehen. Die Landschaft ist zu dieser Jahreszeit atemberaubend. Ich liebe die Berge. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Ja, es gibt einen wunderschönen See, wo wir wandern und ein Picknick machen können. Ein Picknick am See klingt so entspannend. Was wirst du einpacken? Ich bringe sämtliches Obst und ein paar Getränke mit. Und du? Ich bringe Snacks und vielleicht ein Dessert mit. Schokoladenkekse vielleicht. Lecker. Das wird ein perfekter Genuss sein. Lektion 8: Zootalk. Haben Sie schon einmal eine SWOT-Analyse durchgeführt, um Stärken und Schwächen zu identifizieren? Ja, das habe ich. Es ist eine großartige Möglichkeit, eine Situation einzuschätzen. Absolut. Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Teil davon? Ich glaube, dass es entscheidend ist, die eigenen Stärken zu verstehen. Es hilft, Vertrauen aufzubauen. Ich stimme zu. Und Schwächen bieten uns Möglichkeiten zur Verbesserung. Wie sieht es mit den Möglichkeiten aus? Chancen können das Wachstum wirklich vorantreiben. Sie zeigen uns, worauf wir uns als nächstes konzentrieren müssen. Rechts. Und Bedrohungen können uns helfen, uns auf Herausforderungen vorzubereiten. Da es handelt sich um einen ausgewogenen Planungsansatz. Benutzt du es oft? Ja, insbesondere für Projekte am Arbeitsplatz. Es sorgt dafür, dass alles organisiert bleibt. Lektion 9: Lerntechniken. Ja, das habe ich. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Techniken von zu Hause aus zu erlernen. Das stimmt. Online-Lernen bietet so viele Möglichkeiten. Was bevorzugen Sie? Ich mag Videotutorials. Sie sind ansprechend und leicht zu verstehen. Ich bevorzuge interaktive Kurse. So macht das Lernen mehr Spaß. Das ist ein guter Punkt. Durch die Interaktion bleiben Sie konzentriert. Welche Themen lernst du? Im Moment lerne ich Grafikdesign. Es ist so kreativ. Das klingt spannend. Ich interessiere mich in letzter Zeit für Fotografie. Fotografie ist erstaunlich. Sie sollten versuchen, einen Online-Kurs zu belegen. Ich werde. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Lektion 10: Heimfitness.
Und das Beste daran ist, dass wir all diese Fitnessaktivitäten direkt zu Hause genießen können. Da Ich finde es toll, wie praktisch es ist. Welche Übungen machst du? Normalerweise mache ich morgens Yoga. Es hilft mir, mich zu entspannen. Yoga ist großartig. Ich mache gerne Cardio-Workouts. Sie steigern meine Energie. Cardio ist so effektiv. Verfolgen Sie bestimmte Programme? Ich folge einer Fitness-App, die verschiedene Workouts bietet. Es hält die Dinge frisch. Das klingt nützlich. Ich nutze YouTube-Videos lediglich zur Abwechslung. YouTube hat so viele Möglichkeiten. Es ist perfekt, um neue Routinen zu finden. Genau. Wir können unsere Fitnessziele spannend und unterhaltsam gestalten. Lektion 11: Eidschutz. Es gibt viele Gründe, warum es wichtig ist, Wälder zu erhalten. Das stimmt. Ein Grund dafür ist, dass die Bäume im Wald Sauerstoff produzieren. Ja, und Wälder bieten Lebensraum für unzählige Wildtierarten. Ruf. Sie sind für die Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung. Das doch Sie verhindern auch die für die Umwelt wichtige Bodenerosion. sehr wahr. Außerdem tragen Wälder zur Regulierung des Klimas bei. Genau. Sie wirken als natürliche Klimaanlagen für unseren Planeten. Es ist wichtig, dass wir uns um sie kümmern. Was können wir tun, um zu helfen? Wir können Naturschutzbemühungen unterstützen und mehr Bäume pflanzen. Lektion 12: Einkaufen am Flughafen. Ja, ich liebe das Einkaufen am Flughafen. Worauf möchten Sie zuerst achten? Ich denke, ich werde mir ein paar Souvenirs ansehen. Äh, Ich suche ein paar Snacks für den Flug. Haben Sie Favoriten? Oh, ich liebe Schokolade. Es ist der perfekte Reisesnack. Tolle Wahl. Bevorzugen Sie dunkle oder Milchschokolade? Ich bevorzuge dunkle Schokolade. Es fühlt sich etwas gesünder an. Was ist mit dir? Ich merke beides, aber ich bevorzuge Milchschokolade wegen ihrer Cremigkeit. Irre. Wir sollten einen Laden finden, der beide Optionen bietet. Absolut. Stellen wir sicher, dass wir genügend Zeit zum Erkunden haben. Lektion 13: Kulturelle Abenteuer. Ich würde gerne Bangkoks schöne Märkte und Tokios traditionelle Tempel besuchen. Das klingt erstaunlich. Waren Sie schon einmal an einem der beiden Orte? Nein, das habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass die Märkte lebendig und voller Leben sind. Ich habe gelesen, dass die Tempel in Tokio wunderschön und beruhigend sind. Ja, ich liebe den Kontrast zwischen den geschäftigen Märkten und den ruhigen Tempeln. Es ist, als würde man zwei Welten auf einer Reise erleben. Genau. Welches würden Sie zuerst besuchen? Ich denke, ich würde mit den schwimmenden Märkten beginnen. Sie wirken so lebendig. Tolle Wahl. Dort können wir auch das leckere Streetfood probieren. Lektion 14: Historischer Charme. Ist eine wichtige Touristenattraktion. Die Stadt hat eine bemerkenswerte Geschichte. Wiffe, was für eine Geschichte hat es?
Es war ein wichtiger Ort während der Revolution. Viele historische Gebäude stehen noch. Das klingt faszinierend. Gibt es Führungen? Ja, es gibt mehrere. Sie bieten tiefe Einblicke in die Vergangenheit der Stadt. Ich würde gerne mehr über die historischen Städten erfahren. Sie sollten unbedingt eine Tour machen. Die Guides sind sehr kompetent. Dieser Es ist wichtig, die Geschichte eines Ortes wertzuschätzen. Absolut. Es macht den Besuch viel bedeutungsvoller. Lektion 15. Alltägliche Chat. Nicht viel, nur um mich nach der Arbeit einzuleben. Was hast du gemacht? Ich mache nur ein paar Einkäufe. Es hilft mir, nach einem langen Tag zu entspannen. Einkaufen ist immer eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen. Was hast du gekauft? Ich habe ein paar Kleidungsstücke und einige Einrichtungsgegenstände mitgenommen. Hübsch. Ich liebe es, beim Einkaufen einzigartige Gegenstände zu finden. Tjoch, es ist jedes Mal wie eine Schatzsuche. Genau. Gibt es einen Lieblingsladen, in den Sie gehen? Ich liebe diese kleine Boutique in der Innenstadt. Sie haben die beste Auswahl. Ich sollte es mir mal ansehen. Klingt nach einem tollen Ort. Lektion 16. Auswärts essen. Könnten Sie uns bitte die Rechnung bringen? Klar, ich melde mich bald wieder damit. Dankeschön. Ich hoffe, der Service war gut. Ja, es war herrlich. Das Essen war auch lecker. Ich stimme zu. Ich habe die Pasta wirklich genossen. Ebenfalls. Ich würde gerne wieder hierher zurückkommen. Definitiv. Es ist ein großartiger Ort für ein ungezwungenes Essen. Ich werde daran denken, es das nächste Mal vorzuschlagen, wenn wir ausgehen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Lektion 17. Politisches Gespräch. Haben Sie schon von dem bevorstehenden politischen Kongress gehört? Ja, das habe ich. Es scheint, als ob sich die gesamte Nation darauf konzentriert. Definitiv. Die Republikaner versuchen, alle zusammenzubringen, aber es ist schwierig. Ich stimme zu. Ihre Politik löst viele Debatten in der Bevölkerung aus. Rechts. Viele haben das Gefühl, dass ihr Ansatz überhaupt nicht einheitlich ist. Das stimmt. Die Menschen wollen Veränderung, nicht nur Versprechen. Genau. Es ist interessant zu sehen, wie sich das alles entwickeln wird. Ja, ich frage mich, ob Sie sich mit den Hauptproblemen befassen werden, die die Bürger betreffen. Hoffen wir, dass sie es tun. Es ist wichtig für die Zukunft des Landes. Lektion 18. Küstenwunder. Wussten Sie, dass sich die Nordküste Australiens so stark vom Landesinneren unterscheidet? Tja, an der Küste regnet es viel mehr als in den Trockengebieten. Es ist faszinierend, wie vielfältig Regionen in einem Land sein können. Ich liebe das. Die üppigen Landschaften an der Küste sind wunderschön. Das sind sie wirklich. Es muss schön sein, diesen Teil Australiens zu besuchen. Ich kann mir vorstellen, dass die Strände atemberaubend und voller Leben sind. Genau.
Außerdem ist das Meeresleben dort auch erstaunlich. Ich würde gerne eines Tages die Korallenriffe erkunden. Ebenfalls. Für viele Reisende ist es ein Traumziel. Lektion 19. Künstlerbedarf. Ich liebe es, in meiner Kunst schöne und zarte Effekte zu verwenden. Ich stimme zu. Sie werten das Gesamtstück wirklich auf. Welche anderen Künstlerutensilien verwenden Sie gerne? Ich arbeite gerne mit Aquarell und Pastellfarben. Das sind großartige Entscheidungen. Sie sorgen für eine so sanfte Note. Chef, für kräftige Kontraste verwende ich auch gerne Kohle. Kohle kann Zeichnungen eine atemberaubende Tiefe verleihen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie unterschiedliche Materialien das Ergebnis verändern können. Jedes einzelne verleiht dem Kunstwerk sein ganz eigenes Flair. Lektion 20. Sonnenschutz. Ich habe während unserer Reise darauf geachtet, keinen Sonnenbrand zu bekommen. Das ist klug. Sonnenschutz ist so wichtig. Wir übernachteten in einem Hotel mit Pool, was hilfreich war. Pools eignen sich hervorragend zum Abkühlen und Entspannen. Ja, wir haben viel Zeit damit verbracht, das Wasser zu genießen. Klingt nach einer perfekten Möglichkeit, der Hitze zu trotzen. Das war es wirklich. Außerdem hat es Spaß gemacht, mit Freunden zu schwimmen. Freunde machen jeden Urlaub noch angenehmer. Genau, es geht darum, gemeinsam Erinnerungen zu schaffen. Lektion 21. Sportlicher Einfluss. Seine Kombination aus sportlichem Erfolg und Popularität ist beeindruckend. Süwuf. Es trägt wirklich dazu bei, die Sache des Sports zu fördern. Viele Menschen betrachten ihn als Vorbild. Ja, und dieser Einfluss kann junge Sportler inspirieren. Es ist erstaunlich, wie Sport Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund vereinen kann. Definitiv. Sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl und Teamarbeit. Außerdem fördert es einen gesunden Lebensstil bei den Fans. Was? Sport hat einen so positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Ich hoffe, dass in Zukunft noch mehr Sportler ähnliche Rollen übernehmen werden. Lektion 22. Glaube und Scheitern. Haben Sie sich jemals verloren gefühlt, ohne einen Sinn für das Ziel zu haben? Ja, manchmal fühlt es sich an, als wäre das Leben ein großes Fragezeichen. Ein Mann ohne Glauben kann sich unvollständig fühlen, oder? Wir, es ist, als ob wir etwas Größeres brauchen, das uns leitet. Die Begegnung mit dieser höheren Macht kann uns unsere Fehler zeigen und uns helfen, zu wachsen. Werf, es geht darum, uns selbst besser zu verstehen. Glauben Sie, dass jeder diesen Moment der Selbstbeobachtung hat? Ich glaube schon. Es ist eine universelle Erfahrung. Es ist faszinierend, wie diese Momente unser Leben prägen. Lektion 23. Die Macht der Witze. Hast du in letzter Zeit gute Witze gehört? Ich liebe Witze. Sie können die Stimmung sofort aufhellen. Absolut. Ein guter Witz kann jeden zum Lachen bringen. Es ist erstaunlich, wie Humor Menschen verbindet. Witze können uns auch wichtige Lektionen erteilen, finden Sie nicht auch? Definitiv.
Oft steckt hinter dem Humor eine tiefere Bedeutung. Was ist dein Lieblingswitz? Ich mag Wortspiele. Sie sind klug und lustig. Wortspiele sind großartig. Sie verleihen Gesprächen eine spielerische Note. Lektion 24. Das Alte annehmen. Ich habe jemanden sagen hören, dass das Alter nur eine Zahl sei. Was denken Sie? Das glaube ich. Es kommt darauf an, wie Sie sich innerlich fühlen. Genau. Mit dem Alter kommen Weisheit und Erfahrung. Ja, die Akzeptanz unseres Zeitalters kann eine Stärkung sein. Glauben Sie, dass uns die Gesellschaft unter Druck setzt, jünger zu handeln? Manchmal, aber stattdessen sollten wir unsere Reise feiern. Ich liebe diese Einstellung. Jedes Jahr bringt neue Lektionen. Hilf. Es ist eine Gelegenheit zu wachsen und zu lernen. So wahr. Lasst uns jeden Moment schätzen, egal wie alt wir sind. Lektion 25. Musikalische Inspirationen. Haben Sie Musicals von Andrew L. Lloyd Webber gehört? Seine Musik ist so fesselnd und emotional. Ich stimme zu. Cats ist eines seiner berühmtesten Werke. Und Phantom der Oper ist ein Klassiker. So schöne Melodien. Seine Fähigkeit, mit Musik Geschichten zu erzählen, ist unglaublich. Viele seiner Lieder bleiben einem noch lange in Erinnerung, nachdem man sie gehört hat. Welches Musical ist dein Favorit? Ich denke, Evita hat so kraftvolle Themen und Musik. Tolle Wahl. Jedes seiner Musicals hat seinen eigenen Charme. Lektion 26. Die Monopoldebatte. Wussten Sie, dass es Gesetze gegen die Aufrechterhaltung eines Monopols gibt? Ja, es ist wichtig für einen fairen Wettbewerb in der Wirtschaft. Es schützt kleinere Unternehmen und Verbraucher, oder? Ich glaube, jeder verdient eine Chance auf Erfolg. Monopole können die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken, was nicht fair ist. Wer- Die Vielfalt auf dem Markt kommt allen zugute. Glauben Sie, dass diese Gesetze ausreichend durchgesetzt werden? Ich glaube, dass sie strenger sein könnten, um Gerechtigkeit zu gewährleisten. Es ist ein entscheidendes Thema für eine gesunde Wirtschaft. Lektion 27. Gemütliche Räume. Ich begann damit, einen bequemen Stuhl und ein kleines Bücherregal auszuwählen. Das hört sich gut an. Für was für einen Stuhl hast du dich entschieden? Ich habe mich für einen weichen Sessel entschieden. Es ist perfekt zum Lesen. Tolle Wahl. Haben Sie ein Lieblingsbuch in diesem Regal? Ja, ich habe einen klassischen Roman, den ich liebe. Was ist mit dir? Ich mag Grill. Sie halten mich in Atem. Drille können so spannend sein. Lesen Sie sie oft. Ich versuche, jeden Monat eines zu lesen. Hö. Mein Ziel ist es, mindestens 2 Bücher pro Monat zu lesen. Es ist eine lustige Herausforderung. Lektion 28. Persönliches Wachstum. Andere Bereiche, an denen Sie arbeiten? Ja, ich versuche auch, ein besserer Redner zu werden. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Wie übst du? Ich schließe mich einer lokalen Gruppe an.
in der wir das Sprechen üben. Das klingt hilfreich. Macht es dir Spaß? Tiluf, er stärkt mein Selbstvertrauen. Was ist mit dir? Ich arbeite an meinen Schreibfähigkeiten. Ich möchte mein Geschichtenerzählen verbessern. Schreiben ist eine großartige Möglichkeit, sich auszudrücken. Ja, ich finde es sehr lohnend. Lektion 29. Frühlingserwachen. Dann beginnt es wärmer zu werden. Ja, Bäume bekommen Knospen, Blumen beginnen zu blühen. Es ist meine Lieblingszeit des Jahres. Alles fühlt sich lebendig an. Ich stimme zu. Hast du eine Lieblingsblume? Ich liebe Tulpen. Es gibt sie in so vielen Farben. Tulpen sind wunderschön. Ich mag Gänseblümchen. Sie scheinen so fröhlich zu sein. Gänseblümchen sind wunderschön. Pflanzen Sie Blumen in Ihrem Garten? Ja, das tue ich. Es ist so befriedigend, sie wachsen zu sehen. Gartenarbeit kann sehr entspannend sein. Lektion 30. Führungsstile. Nun, ich glaube, dass ein demokratischer Führungsstil effektiv sein kann. Das ist interessant. Warum sagen Sie das? Es fördert die Zusammenarbeit und wertschätzt den Beitrag aller. Ja, es kann zu einer besseren Entscheidungsfindung führen. Genau. Haben Sie diesen Stil bei der Arbeit erlebt? Ja, mein Team bespricht oft Ideen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Das klingt produktiv. Bevorzugen Sie es gegenüber anderen Stilen? Ja, es fühlt sich inklusiver und motivierender an. Ich stimme zu. Es schafft eine positive Teamatmosphäre. Lektion 31. Süßes Briefpapier. Ich möchte das mit rosa Tinte. Es ist bezaubernd. Oh, diese Haftnotizen sind perfekt für meine Erinnerungen. Sie sehen lustig aus. Benutzen Sie häufig Haftnotizen? Ja, ich liebe es, sie zum Organisieren meiner Aufgaben zu verwenden. Ebenfalls. Sie helfen mir, konzentriert zu bleiben. Haben Sie eine Lieblingsfarbe für Ihre Notizen? Ich mag helle Farben. Sie machen mich glücklich. Helle Farben sind toll. Sie verleihen der Arbeit etwas Freude. Es ist erstaunlich, wie kleine Dinge ihre Stimmung heben können. Lektion 32. Schleusen und Boote. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie Boote durch schwieriges Gelände navigieren? Da, ich finde es faszinierend. Wie machen Sie das? Sie benutzen Schlösser. Es gab eine Reihe hölzerner Schleusen, die den Booten das Erklimmen steiler Gebiete erleichterten. Das klingt interessant. Wie soll das gehen? Die Schleusen füllen sich mit Wasser, um die Boote die Böschung hinaufzuheben. Wuff, das muss ein toller Anblick sein. Das ist es wirklich. Einige Schleusen können ein Schiff mit einer Länge von 320 Fuß befördern. Das ist beeindruckend. Wir nutzen heute noch viele Menschenschlösser. Ja, insbesondere für den Warentransport. Es ist ein wichtiger Teil der maritimen Geschichte. Lektion 33. Sprachabenteuer. Versuchen Sie auf Reisen, die Landessprache zu lernen?
Das tue ich, aber es kann manchmal eine Herausforderung sein. Ich verstehe das. Es hilft wirklich, ein paar grundlegende Sätze zu kennen. Hilf. Es macht einen großen Unterschied in der Kommunikation. Welche Sätze lernt man normalerweise zuerst? Begrüßungsformeln und die Frage, wie man nach dem Weg fragt, sind meine erste Wahl. Die sind unerlässlich. Es zeigt auch Respekt gegenüber den Einheimischen. Ja, außerdem kann es zu erstaunlichen Gesprächen führen. Und tolle Erlebnisse auf Reisen. Lektion 34: Modeflexibilität. Finden Sie es wichtig, vielseitige Kleidung zu haben? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Stücke, die sich kombinieren lassen. Ich auch. Das spart Platz und ermöglicht mehr Kreativität. Welche Kleidung bevorzugen Sie? Ich mag neutrale Farben, die elegant oder dezent gekleidet werden können. Das ist klug. Auch Accessoires können den Look wirklich verändern. Genau. Ein schlichtes Outfit kann mit den richtigen Accessoires zu etwas Besonderem werden. Und es macht Spaß, mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Ja, Mode ist eine großartige Möglichkeit, sich auszudrücken. Lektion 35: Welche Optionen? Berücksichtigen Sie bei Entscheidungen sowohl Nutzen als auch Risiken? Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, beide Seiten zu bewerten. Das stimmt. Es hilft dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Was ist ein Beispiel für eine Entscheidung, die Sie kürzlich getroffen haben? Ich musste mich zwischen zwei Stellenangeboten entscheiden. Wie haben Sie sich entschieden? Ich habe das Gehalt gegen die Work-Life-Balance abgewogen. Das ist ein kluger Ansatz. Wofür haben Sie sich letztendlich entschieden? Ich habe mich für diejenige entschieden, die eine bessere Work-Life-Balance bietet. Lektion 36: Anschlimm. Haben Sie schon einmal eine Ranch besucht? Ja, ich war letzten Sommer dort. Es war wunderschön. Was hast du da gesehen? Es gab Kühe, Pferde und jede Menge Grasfelder. Klingt fantastisch. Konntest du reiten? Das habe ich. Es war mein erstes Mal und ich habe es geliebt. Reiten ist so ein tolles Erlebnis. Hast du etwas Neues gelernt? Ja, ich habe gelernt, wie man ein Pferd vor dem Reiten striegelt. Das ist großartig. Das Leben auf der Ranch scheint so friedlich zu sein. Lektion 37: Historische Perspektiven. Halten Sie es für wichtig, Geschichte zu studieren? Absolut. Es hilft uns, unsere Vergangenheit zu verstehen. Ich stimme zu. Aber manchmal fühlt es sich wie Zeitverschwendung an. Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber er gibt einen Kontext für unser aktuelles Leben. Stimmt, aber einige Ereignisse scheinen heute irrelevant zu sein. Vielleicht, aber die Geschichte lehrt uns wertvolle Lektionen. Das ist eine gute Perspektive. Was ist Ihr liebstes historisches Ereignis? Ich liebe es, etwas über die Renaissance zu lernen. Es war so transformativ. Ja, viele Fortschritte kamen aus dieser Zeit.